Hallo zusammen, normalerweise ist ja das so die Jahreszeit, wo man dann die ersten Filme von draußen zeigen kann, vom Motorradfahren. Leider haben wir die Sache mit dem Coronavirus zurzeit und deswegen habe ich gedacht, ich schaue mal meine Archive ein bisschen durch, was ich vom Winter noch für Aufnahmen habe und was ich für Filme geschnitten habe und stelle euch die in der nächsten Zeit ins Netz. Erstmal ein Video über den Schlüssel, wie man die Batterie wechselt, wie man ihn verwendet, wenn die Batterie leer ist, das Motorrad trotzdem anbekommt, und ein kleiner Tipp zu eurem Plastikersatzschlüssel. Den hatte ich nämlich meistens im Koffer. Hallo und herzlich willkommen wieder aus meiner Garage hier bei meiner BMW. Heute zeige ich euch in einem ganz kurzen Clip, wie man die Batterie am Funkschlüssel wechselt. Also zuerst mal, wie merkt ihr, dass die Batterie zu Ende ist? Wenn ihr das Motorrad anmacht, bekommt ihr unter Umständen genau diese Meldung. Bevor die kommt, wird euch das System einige Male angeben, dass die Batterie low ist. Ich bin seither etwa noch ein Dreivierteljahr gefahren, aber jetzt auf die neue Saison wechseln wir die. Was ihr im Ganzen habt, ist also hier zum einen der Schlüssel, der Funkschlüssel, dann eine CR3032 Batterie und hier, das ist dieser Plastikschlüssel, der Notfallschlüssel. Wie macht man ihn auf? Man klappt das also hier aus. Man kann den mit dem Daumen öffnen, aber es braucht ziemlich Kraft. Und beim ersten Mal hat man wirklich das Gefühl, dass man den Schlüssel kaputt macht. Also man geht so rein mit dem Daumen und macht den auf. Es kostet wirklich mehr Kraft, als man denkt. Ich räume das mal hier weg. Den Gummiring, der rutscht so ein bisschen aus der Halterung raus. Deswegen habe ich das hier, stopft den wieder schön rein, weil sonst kriegt er den Schlüssel nachher nicht mehr schön zu. Dann seht ihr hier, dass die Batterie, die ist so asymmetrisch da drin, schiebt er die wegen zur Seite. Deswegen habe ich jetzt diesen Schraubenzieher und dann kann man die ganz leicht rausnehmen. Jetzt schauen wir mal, ob man mit dem Schlüssel, ohne dass eine Batterie drin ist, die Maschine trotzdem anbekommt. Wenn ihr also hier, wo das Hinterrad drin ist, unten reingeht, dann seht ihr hier oben dieses, wenn ich hier rein zeigen kann, dieses Feld hier im Schutzblech drin. Und wenn ihr da seitlich reingeht und euren Schlüssel so dagegen haltet, könnt ihr die Maschine starten. Probieren wir das gerade mal. Ich halte sie also mit einer Hand dagegen. Funktioniert. Ihr habt jetzt hier ein Ausrufezeichen drin. Das sagt aus, wenn ich mal ins Menü reingehe. Das ist klar, das sagt euch jetzt, eigentlich habe ich gar keinen Schlüssel mehr. Ich konnte zwar starten, aber wenn man sie jetzt abstellt, dann fehlt mir der Schlüssel wieder. Ihr könnt es natürlich genau wieder gleich machen. Ihr haltet den Schlüssel unten ins Schutzblech rein, in diese runde Aussparung und dann habt dann an. Aber jetzt bauen wir die neue Batterie ein und schauen mal, ob er das direkt wieder akzeptiert. Nehmen wir die neue Batterie. Ich habe immer trotzdem eine bei ganz langen Touren zur Reserve dabei. Er meldet aber schon wirklich sehr früh an, dass er ein bisschen Probleme mit der Batterie hat. Packt das hier rein und jetzt wirklich schaut er, dass ringsrum die Dichtung schön im Ring drin liegt. Und dann könnt ihr das hier reinsetzen und ringsrum sauber verschließen. Und jetzt schauen wir mal, ob sie wieder funktioniert. Jetzt müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr den Schlüssel nicht im Koffer hinter habt und mit dem abgeschlossen. Der hier ist wirklich nur dafür da, wenn ihr den hier verliert. Ist die Batterie leer, funktioniert der auch. Also, Batterie ist eingebaut. Jetzt schauen wir mal, ob die Maschine damit gestartet werden kann. Okay, keine Fehlermeldung mehr. Tipptopp, funktioniert. So, damit habe ich euch gezeigt, wie man die Batterie wechselt. Wie gesagt, kein Hexenwerk, aber wenn man es zum ersten Mal macht, hat man wirklich das Gefühl, man zerstört den Schlüssel, wenn man ihn aufmacht, weil er geht wirklich sehr schwer auf. Ich fasse nochmal zusammen. Er funktioniert auch ohne Batterie. Er hat hinter so einen runden Punkt im hinteren Fender, also im hinteren Schutzblech. Wenn ihr da dagegen haltet, könnt ihr die Maschine starten. Das bedeutet, dass dieser kleine Ersatzschlüssel ausschließlich dann gebraucht wird, wenn ihr den Funkschlüssel verliert auf Tour.
Deswegen solltet ihr den nirgends in der Box einschließen, sondern entweder im Geldbeutel oder irgendwie am Körper tragen, damit ihr den nachher habt, wenn ihr ihn braucht und nicht irgendwo ins Schloss aufbrechen müsst. Fahrt sicher, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Tschüss.